Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute zeige ich euch, wie ihr solche sehr coolen, einzigartigen Kugellampen aus Beton selber machen könnt. Und so geht's. Ihr braucht ein einfaches Einmachglas. Dieses hat eine Höhe von ca. 13 cm. Mit einem Fräser schleife ich eine kleine Stelle aus dem Glas raus. Da wird später das Stromkabel entlang laufen. Für die Lampenform könnt ihr solche Kunststoff-Halbkugeln benutzen. Diese hat einen Durchmesser von 16 cm. Damit die Kugel nicht hin und her wackelt, braucht ihr unbedingt eine Unterlage. Das kann eine Schale oder wie bei mir solch ein Styroporring sein. Auf den Rand des Glases genügend Heißkleber anbringen und dann das Glas mittig in die Halbkugel einkleben. Für solche Heimarbeiten könnt ihr euch solchen Kreativbeton kaufen. Er ist feinkörnig und trocknet sehr schnell. Ich werde das Material und die Werkzeuge unten im Text verlinken, falls jemand Interesse hat. Ihr rührt euch den Beton mit Wasser jetzt so an, bis die Konsistenz etwas so aussieht. Ganz wichtig ist, die Halbkugel mit Öl einzuschmieren, damit ihr die getrocknete Betonform rausbekommt. Also wie gesagt, die Halbkugel einschmieren, aber nicht das Glas. Jetzt nur noch den angerührten Beton in die Halbkugel laufen lassen. Durch das Klopfen verteilt sich der Beton gleichmäßiger und die Luft entweicht. Und die Lampe sieht nach dem Aushärten schöner aus. Lieber den Beton zweimal anrühren, als später was wegzuschmeißen. Ja, das Ganze jetzt nochmal gründlich verteilen, klopfen und dann ca. 24 Stunden trocknen lassen. Jetzt kann man gut sehen, wozu das Öl nötig war. Die Form lässt sich jetzt wunderbar rausholen. Man kann gut erkennen, dass der Beton noch leicht feucht ist. Ränder oder scharfe Stellen könnt ihr mit 80er Schleifpapier abschleifen. Das war die erste Hälfte von der Lampe. Das Ganze macht ihr nochmal. Die Halbkugel mit Öl einschmieren und dann nochmal Beton anrühren. Jetzt wird der Beton in die Kugel gefüllt, aber ihr dürft die Kugel nicht zu voll mit dem Beton auffüllen, weil die getrocknete Betonhalbkugel mit dem Glas noch rein muss. Das Ganze wieder gut rütteln und schütteln, damit die ganze Luft wieder entweichen kann. Und dann die Betonkugel mit dem Glas langsam in das flüssige Beton mittig legen, damit der Abstand zwischen den Halbkugeln gleichmäßig bleibt, habe ich mir 2 Holzklötzchen besorgt. Das Ganze wieder 24 Stunden trocknen lassen und dann ist die Kugellampe schon fast fertig. Also ich muss sagen, sieht schon richtig cool aus, oder? Um die Lampe etwas aufzupimpen und sie noch geiler zu machen, werde ich den Innenbereich mit Goldfarbe ausmalen. Durch die angebrachte goldene Farbe wird die Leuchtkraft noch intensiver und die Lampe wird noch schöner. Sehr schön geworden. Ich habe mich für ein LED-Band als Leuchtmittel entschieden. Ihr könnt natürlich auch eine Fassung mit einer Birne anbringen, eine Lichterkette reinstellen oder ein Leuchtband oder sonst was. Je nach Geschmack. Das LED-Band jetzt vorsichtig und gleichmäßig durch die Öffnung stecken. Dann noch fixieren, damit das mittig leuchtet und dann das Kabel fixieren
und an dem ausgefrästen Bereich ankleben. Nach ca. 10 Tagen ist der Beton komplett getrocknet und dann sind auch die dunklen Stellen verschwunden. So, die Lampe ist nun fertig und sieht richtig schick aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über Kommentare, Daumen nach oben und ein Abo freuen. Danke und bis zum nächsten Video.